Der heilige Augenblick ist die Gegenwart. Alles, was wir als Ausrede nutzen, um nicht hier und jetzt einfach im Moment zu sein, ist für mich Groll. Hallo, ich bin Peri Soilu und du bist hier beim Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Ich freue mich, dass wir hier wieder zusammenfinden an einem wundervollen Dienstag, um gemeinsam in die Tiefe zu gehen mit unserem guten Freund, ein Kurs in Wundern. Ein Kurs in Wundern ist ein Training für unseren Geist, um das derzeit dominante Ego-Angst-Denksystem abzulegen und es mit einem liebevollen Denksystem zu ersetzen. Das Ego steht für die Überzeugung, dass wir nur ein Körper sind, und ein Kurs in Wundern sagt, hey, du bist nicht ein Körper. Diese menschliche Erfahrung ist nicht die absolute Wahrheit. Die absolute Wahrheit ist, dass du reiner Geist bist. Du bist ewig währendes Bewusstsein, das gewählt hat, diese menschliche Erfahrung zu machen, und deine wahre Natur ist Liebe. Und deshalb wollen wir zurückfinden zu einem liebevollen Denksystem. Und wenn wir das aus dieser höheren Perspektive wieder, diese menschliche Erfahrung betrachten, machen wir eine dezidiert andere, eine friedliche, eine ruhige, eine gelassene, eine glückliche menschliche Erfahrung, weil wir wieder verstehen, wer wir in Wahrheit sind und anerkennen, dass wir mehr sind als nur diese rein menschliche Erfahrung. Und mehr noch, dass diese menschliche Erfahrung tatsächlich Illusion ist. Für die meisten von uns ist das ein Prozess. Also es dauert eine Weile, bis diese Wahrheit, diese höhere Wahrheit wirklich in unser Herz gesackt ist. Also falls es bei dir jetzt noch nicht der Fall ist, bitte nicht verzagen, bitte keine Panik. Wir alle sind auf dem Weg zurück, diese Wahrheit über uns anzuerkennen, und müssen dafür die Ego-Illusion ablegen. All diese lieblosen Gedanken, die uns das Ego und unsere Überzeugung, dass wir nur Mensch sind, füttern, müssen wir wieder ablegen. Und das passiert anhand der Vergebung. Und zwar Vergebung, wie ein Kurs in Wundern uns Vergebung lehrt. Wir haben hier im dominanten Denksystem natürlich auch eine Definition von Vergebung. Aber der große Unterschied ist, dass wir mit der Vergebung, wie ein Kurs in Wundern uns Vergebung lehrt, auch anerkennen, dass wir mehr sind als dieser Körper, dass das, was auf menschlicher Ebene sich ausspielt, nicht wahr ist, das, was du denkst, was jemand dir angetan hat, nicht absolut wahr ist. Heute, in der Folge 301 vom Happy Cool Love Podcast, möchte ich mit dir gemeinsam nochmal auf das Thema Groll schauen. Groll ist ja etwas, was uns ein Kurs in Wundern näher bringt, als einen aktiven Angriff auf Gottes Heilsplan. Gott ist die bedingungslose Liebe, die uns erschaffen hat, ist auch nur eine Energie und möchte, dass wir wieder zurückfinden zu dieser absoluten Wahrheit, und gibt uns die Mittel an die Hand, wie die Vergebung, damit wir dorthin zurückfinden. Und wenn wir Groll hegen, so lehrt uns ein Kurs in Wundern, greifen wir Gottes Wille an, nämlich, dass wir wieder zurückfinden in die Einheit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesem Thema Groll, aber ich weiß, dass ich vor ein Kurs im Wundern dieses Wort Groll eigentlich nie genutzt habe. Es war so ein altmodernes Wort und ich dachte so, ja, okay, Groll, was ist das überhaupt? Und erst mit dem Kurs habe ich mich wieder mit dem Thema Groll auseinandergesetzt, und für mich ist Groll, eigentlich ein spannendes Wort, Groll, alles, was wir zwischen uns und den heiligen Augenblick tun. Der heilige Augenblick ist die Gegenwart. Alles, was wir als Ausrede nutzen, um nicht hier und jetzt einfach im Moment zu sein, ist für mich Groll. Und deswegen hat Groll so ganz viele Gesichter. Ich meine, so ganz offensichtliche, nach außen projizierte Gesichter, wie unsere Wut, die wir in die Umwelt projizieren. Gleichzeitig sagt uns der Kurs ja auch, alles, was wir im Innen haben, werden wir nach außen projizieren, und dadurch machen wir oder erschaffen wir eine Welt. Also nichts, was wir im Außen sehen, ist absolut wahr, sondern nur eine Widerspiegelung unserer inneren Prozesse. Also der Groll, den wir im Außen sehen, beziehungsweise den Groll, den wir nach außen projizieren, der ist uns sehr bewusst. Oder den Groll, den wir nach innen richten, der ja eigentlich dasselbe ist wie der Groll im Außen. Aber den Groll, den wir nach innen richten, indem wir uns selbst fertig machen, über den sind wir uns meistens auch bewusst. Aber, und dort war ich mit dir schon einmal, oder ich gehe da ja auch hin, um mich selbst immer wieder zu erinnern, dieser subtile Groll. Es gibt so ganz feine Arten von Groll, wo wir meistens nicht dafür trainiert sind, gerade noch, vielleicht bist du es aber auch schon, den zu erkennen als Groll. Es ist so ganz
interessant, wie sich Groll in unserem Alltag ausspielt und wie automatisch wir Groll wählen. Und deshalb möchten wir uns hier noch einmal zusammen daran erinnern, welche offensichtlichen Arten von Groll gibt es eigentlich und welche nicht so offensichtlichen Arten von Groll gibt es. Und erst einmal, bevor wir uns die verschiedenen Arten von Groll anschauen, möchte ich mit dir noch einmal in die Lektion 72 schauen, weil dort lernen wir ganz viel über Groll und wie das Ego uns einredet, wie vernünftig es ist, Groll zu hegen. Weil das Ego hat ja auch eine Art Heilsplan. Ne? Wir wissen ja, es gibt Gottes Heilsplan, der will uns wieder zurück zur Wahrheit, zur Einheit, zur Liebe führen. Und dann gibt es tatsächlich auch so eine Art Heilsplan von dem Ego. Wenn unser Heilsplan von Gott ist, dass wir Wunder wirken, dann ist der Heilsplan vom Ego eher, dass wir Schuldzuweisungen aussprechen und Groll hegen. Es ist sozusagen ein Kurs in Groll hegen, wenn wir dem Ego zuhören. Also, wir schauen mal in Lektion 72, was wir alles über Groll lernen, womit Groll vor allem verbunden ist, damit wir da auch ganz klar sehen, auf welcher Ebene Groll zu Hause ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen mal in die Lektion 72 und lesen dort gemeinsam bzw. sinnieren gemeinsam darüber, was Groll ist und wie das Ego uns Groll als gut verkauft. In der Lektion 72 lesen wir über das Ego. Der grundlegende Wunsch des Ego ist es, Gott zu ersetzen. Klingt ziemlich lächerlich, aber das ist die Tatsache hier. Tatsächlich ist das Ego die physische Verkörperung dieses Wunsches. Also, das Ego sagt, es gibt gar keinen Gott. Ich lebe in der Trennung, ich bin das Maß aller Dinge, ich bestimme, ich habe die Kontrolle, ich weiß alles besser. Ich wage das zu bezweifeln, aber so funktioniert das Ego. Und um uns dort in dieser Überzeugung festzuhalten, hat das Ego Groll für uns gemacht, damit wir uns auf dieser rein menschlichen Ebene mit dem Ego verlaufen. Denn jedes Mal, wenn wir Groll hegen, dann bestätigen wir diese illusorische Ebene des menschlichen Daseins. Dann bestätigen wir das Ego und die Überzeugung, dass wir nur ein Körper sind. Mehr noch, wir verstärken sie. Mit jedem Groll verstärkt sich diese Illusion. In der Lektion 72 lesen wir auch sehr klar darüber, dass der Körper und Groll hegen eng miteinander verknüpft sind. Wir lesen dort nämlich: Doch lass uns überlegen, von welcher Art die Dinge sind, um deren Willen du zu Groll neigst. Stehen sie nicht immer mit etwas in Verbindung, was ein Körper tut? Ein Mensch sagt etwas, was dir nicht gefällt. Er tut etwas, was dir missfällt. Es sind nicht nur andere Menschen, mit denen wir dazu geneigt sind, Groll zu hegen, sondern auch mit uns selbst. Aber dass wir wieder ganz klar wissen, okay, wenn ich Groll hege, verwechsle ich mich oder andere Menschen vor allem mit einem Körper und ich tue ihnen dadurch Unrecht und viel mehr, ich greife meine Identität in Großbuchstaben an. Ich greife Gott an, weil ich ihn dadurch verneine, weil ich mich dadurch verleugne, jedes Mal, wenn ich mich mit einem Körper identifiziere und Groll hege. Es ist nicht unerheblich, wenn wir Groll hegen. Und deswegen ist es für mich auch so wichtig, alle Arten meines Grolls zu erkennen. Auch diese ganz subtilen, die sich so ganz vermeintlich leicht ausspielen und wieder vergessen sind, die sind nicht unerheblich. Alles, was Groll ist, trennt dich von deiner Wahrheit, trennt dich von dem jetzigen Augenblick, trennt dich von Gott. Das ist nicht ohne Groll zu hegen, heißt nicht, dass du dich unter Druck setzen sollst, heißt nicht, dass du dich jetzt fertig machen sollst, weil das ist ja wieder das Ego. Dorthin will es ja mit dir, weil das ist ja auch wieder eine Form von Groll, weil wir erinnern uns wieder gemeinsam, Groll ist alles, was ich zwischen mich und den heiligen Augenblick tue. Alles. In jeder Variante. Wir halten also an der Idee von Groll fest, weil wir uns selbst und andere zuerst als Körper wahrnehmen. Wir vergessen, dass wir mehr sind als ein Körper und damit auch unser Bruder, also alle anderen Seelen, die ja auch eine menschliche Erfahrung machen, auch zuerst mehr ist als ein Körper. Damit ist Groll, auch wenn uns das Ego das einreden will, überhaupt kein Angriff auf ein tatsächliches Verhalten eines Menschen, weil das ist ja nur Illusion, sondern auf, wie gesagt, deine Wahrheit, deine wahre Identität. Und dazu lesen wir gemeinsam nochmal in Lektion 72. Du versuchst aktiv ihn, also deinen Bruder, an den Körper zu binden, indem du ihn mit ihm, also mit dem Körper, verwechselst und beide als eins beurteilst. Also Groll und der Körper sind
wirklich eng miteinander verknüpft. Dadurch wird Gott angegriffen, denn wenn sein Sohn, also wir alle, ein Geist, nur ein Körper ist, dann muss er, also Gott, es sein. Ein Schöpfer, der völlig anders ist als seine Schöpfung, ist undenkbar. Macht Sinn, weil ich sage, ich bin ja das hier, ich bin der Körper und damit muss Gott auch ein Körper sein, weil er ist ja mein Schöpfer. Er ist ja dein Schöpfer. Wenn ich mich als Mensch wahrnehme, wenn das meine Wahrheit ist, dann sage ich, Gott ist ein Mensch. Gott ist ein Körper. Und damit verleugne ich diese unglaublich liebevolle, unbegrenzte, schöpferische Energie, die uns erschaffen hat. Nicht den Körper, sondern unser wahres Selbst. Es wird hier sehr deutlich mit dem, was wir gerade gelesen haben, dass jeder Groll, den wir hegen, ein Angriff auf Gott ist, weil wir damit sagen, Gott ist ein Körper, weil wir sind ja ein Körper. Und wenn Gott unser Schöpfer ist und wir sind ein Körper und wir nicht anders sein können als unser Schöpfer, ist er auch ein Körper. Also wir verneinen diese Genialität, diese unendliche Liebe und Schöpferkraft, die wir wahrlich sind und die Gott wahrlich sind. Wir machen uns komplett klein. Wir erwarten nicht zu viel vom Leben, wie der Kurs sagt, sondern viel zu wenig, wenn wir denken, dass es gerechtfertigt ist, Groll zu hegen. Aus welchem Grund auch immer. Das Ego hat natürlich total gute Beweise und Ideen darüber, warum Groll wirklich wichtig ist, warum einen Bruder angreifen wirklich überlebenswichtig ist, nicht nur wichtig. Also, wir fassen hier noch einmal zusammen. Dein Groll macht deinen Körper zum Mittelpunkt, egal wie. Dazu lesen wir in Lektion 72. Einige hassen den Körper und versuchen ihn zu verletzen und zu erniedrigen. Andere lieben den Körper und versuchen ihn zu verherrlichen und zu erhöhen. Groll, so wissen wir jetzt, ist nicht harmlos, sondern er kappt deine Verbindung zu Gott. Er kappt deine Verbindung zu all den Möglichkeiten, die über den Körper hinaus existieren. Groll ist also nicht harmlos, sondern er wirkt tiefgreifend. Denn so lesen wir nochmal in Lektion 72, jeder Groll, den du hegst, beharrt darauf, dass der Körper wirklich ist. Er übersieht völlig, was dein Bruder ist. Also das muss man mal sacken lassen, dass wir jedes Mal, wenn wir versucht sind, Groll zu hegen und dem nachgeben, alles verneinen, was wir wahrlich sind. Uns klein machen, andere klein machen. Und nur damit wir Recht behalten, weil was will denn Groll? Groll will sagen, ich habe Recht in meiner Wahrnehmung. Was du da getan hast, war nicht richtig. Und wenn du das nicht korrigierst, dann geht's mir nicht gut. Du bist verantwortlich für meine Misere. Es ist so, Groll macht uns damit auch immer zum Opfer der Umstände. Wir machen durch Groll uns und unsere Brüder zu etwas, was verletzen kann, was schuldig ist, was enttäuschen kann und was uns Angst einflößt. Es ist, als wenn wir ganz freiwillig unseren Frieden aufgeben, nur um Recht zu haben. Und nun, da wir wieder für uns in Erinnerung gerufen haben, was Groll eigentlich ist und womit er sich vor allem identifiziert, nämlich mit dem Körper und dieser rein menschlichen Perspektive, schauen wir noch einmal darauf, in welcher Vielfalt sich Groll äußern kann. Und das hier ist jetzt keine komplette Liste, sondern nur eine Art Anhaltspunkt für dich, damit du vielleicht nochmal in die Tiefe gehst und die Motivation verspürst, nochmal ganz klar zu identifizieren, wie äußert sich eigentlich mein Groll? Wie äußert sich mein Groll ganz offensichtlich? Bin ich wütend? Bin ich verärgert? Echauffiere ich mich über jeden und über meine Mutter und über meinen Hund und über meine Kollegen und die Politik? Und wie vor allem äußert sich mein Groll eher so ganz subtil, wo ich meist gar nicht weiß, dass das mein Groll ist. Also, wir gehen mal in diese offensichtlichen Varianten vom Groll. Wir haben ja schon gesagt, man kann wütend sein, vor allem auf seine Umwelt, auf andere Menschen, weil sie nicht so ticken, wie wir es gern wollen. Oder wir sind wütend auf uns selbst, weil wir wieder denken, wir haben irgendetwas versäumt zu tun. Oder wir können uns in unserem Geist mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen und uns dann ganz schlecht fühlen, auch Groll, weil wir denken, jemand hat uns Leid angetan. Oder wir gehen in die Zukunft und kriegen Angst und Panik, weil wir denken, nichts ist mehr sicher, die Welt wird auseinanderfliegen und ich weiß nicht, wo ich dann noch hin kann, ob ich noch ein Zuhause habe, ob ich noch einen Job haben werde. Angst und Schrecken in uns verbreiten.
Das geht auch. Auch das ist Groll. Ich glaube, das ist dir auch sehr bewusst, dass das Groll ist. Und natürlich können wir auch den jetzigen Moment mit unserem Groll überfrachten, indem wir uns über die Politiker aufregen oder die Welt aufregen, unsere Kollegen aufregen und denken, der muss anders handeln, der muss anders sein, dann geht es mir erst wieder gut. Und vor allem die Königsdisziplin vom Groll, dass wir immer denken, wir haben Recht. Wenn der andere nur sehen würde, dass wir Recht haben, dann wäre die Welt cool, dann wäre ich erlöst, dann wäre alles in Frieden. Ich habe Recht. Und daran halte ich fest, auch wenn es mir damit schlecht geht. Aber ich möchte Recht haben. Also Recht haben ist so ganz klassisch Groll hegen. Und jetzt lass uns mal schauen, wie Groll eher subtil sein kann. Also wie gesagt, das ist keine komplette Liste. Ich möchte dich damit nur dazu motivieren, mal bei dir selbst zu schauen, wie ist mein Groll eher subtil. Weil jedes Mal, wenn ich Groll hege, trenne ich mich von Gott. Will ich das wirklich? Groll kann sich so äußern, dass du deinen ganzen Tag hinweg irgendwie nervös bist oder nicht ganz friedlich bist, weil du denkst, dein Leben müsste anders laufen, aber es läuft nicht anders und du weißt nicht wie und deshalb bist du einfach nicht in Frieden. Du denkst immer wieder, okay, irgendwie muss ich noch das erledigen und das ist noch nicht in Ordnung und eigentlich möchte ich auf einer sonnigen Insel leben, das tue ich noch nicht. Also bist du die gesamte Zeit nicht ruhig innerlich. Du bist irgendwie nervös und in einer Unzufriedenheit, die du nicht ganz greifen kannst. Das ist Groll. Vielleicht ist dir das schon bewusst, aber auch wenn du lästerst und dich über andere lustig machst, das ist Groll. Was vielleicht nicht so offensichtlich ist, ist, wenn du redest in einer Gruppe, ohne wirklichen Mehrwert zu bieten, einfach nur, weil du reden willst, das ist Groll. Wenn du dich mit anderen vergleichst, ob es jetzt ist, dass du besser abschneidest oder schlechter, diese besser-schlechter Kategorien gibt es in Wirklichkeit auch nicht. Und ein Kurs im Wundern sagt uns, Vergleiche sind immer vom Ego, das ist Groll. Ich weiß, es ist manchmal schwer, sich nicht mit der Welt zu vergleichen, aber sei dir wenigstens darüber bewusst, das ist Groll. Ich tue gerade etwas zwischen mir und den heiligen Augenblick. Ich kann nicht einfach nur hier sein, ohne etwas über das Jetzt zu stülpen. Wenn du ungeduldig bist, weil dir jemand den Weg versperrt, ja, auch das ist Groll. Wenn du genervt bist, weil die Oma vor dir an der Kasse so langsam ist, auch das ist Groll. Wenn dir jemand in die Hacken tritt und du merkst dieses ungute Gefühl in dir hochkommen, auch das ist Groll. Wenn du möchtest, dass die Kellnerin, der du gerade ein Trinkgeld gegeben hast, das anerkennt, auch das ist Groll. Und vor allem, wenn du im Mittelpunkt stehen willst und Dinge tust, damit andere dich bemerken, auch das ist Groll. All das bindet dich an diese menschliche Erfahrung und die Überzeugung, dass wenn sich auf dieser menschlichen Ebene jetzt etwas sichtbar für dich verschiebt, dass du dann erlöst bist, dann glücklich bist, dann Frieden empfinden darfst. Weil das ist, was Groll auch immer wieder tut. Es sagt, dieser jetzige Augenblick ist nicht gut, wie er ist. Der muss sich verändern, sonst kann ich nicht im Frieden sein. Es lohnt sich wirklich, dass du dich mal hinsetzt und dich hinterfragst, wie äußert sich mein Groll offensichtlich und nicht so offensichtlich. Weil wenn du das klar hast, dann kannst du dich stoppen. Dann hast du diesen inneren Beobachter, der sagen kann, oha, ich hätte fast etwas gesagt in dieser Runde, nur um aufzufallen. Nur damit die anderen lachen und denken, wie witzig ich bin. Ich stopp mich hier, weil ich weiß, es ist Groll. Weil in Wahrheit brauche ich doch gar nichts, weil ich bin doch bereits alles und ich habe bereits alles. Da ist Vollkommenheit. Ich brauche nicht die Aufmerksamkeit der anderen. Ich brauche keine Energie von hier ziehen, sondern ich ziehe sie aus einer höheren Ebene. Und da muss ich hier auf dieser Ebene überhaupt nichts tun, was grollig ist, weil ich denke, ich muss Energie haben. Ich fühle mich sonst nicht lebendig. Du fühlst dich immer lebendig, wenn du die Verbindung zu Gott hältst. Und du kappst diese Verbindung nur für so einen Hauch von Licht, wenn du dein Groll in dir ausagierst, wenn du sagst, ich muss im Mittelpunkt stehen, damit ich weiß, dass ich geliebt bin. Ich muss lästern, damit ich merke, ich fühle mich überlegen oder besser als andere. All das ist Groll. Und dafür sollst du dich bitte nicht fertig machen, darum geht's nicht. Du sollst nur klar haben, du sollst so ein Grolldetektiv werden und wissen, okay, wenn ich das jetzt tue, dann ist das Groll. Manchmal kann ich mich nicht aufhalten, aber ich möchte ehrlich mit mir sein. Lästern ist Groll. Mich vergleichen ist Groll. Mich echauffieren ist Groll. Dieses Wort Groll habe ich ziemlich häufig erwähnt in dieser heutigen Folge. Und dass wir uns einfach bewusst werden darüber, dass wenn ich Groll wähle, ich Gott abwähle. Entweder
Habe ich Groll oder ich habe Gott? Beides gleichzeitig geht nicht. Ich bin natürlich neugierig, welche Arten von Groll habe ich hier vielleicht ausgelassen, die du noch kennst, vor allem die subtilen, damit wir voneinander lernen können. Was denkst du über Groll? Welche Zitate über Groll aus dem Kurs fallen dir noch ein, die dir helfen, deinen Groll zu erkennen? Ich freue mich über deine Kommentare hier unter diesem Video oder aber auch bei Spotify, wo du gerade Lust und Zeit hast, deine Gedanken mit mir zu teilen. Ansonsten wünsche ich dir eine ganz wundervolle Restwoche. Wir hören ganz bald wieder voneinander. Deine Peri.